Ich bin Justus Piata, Professor am Institut für Informatik und der Leiter des Digital Science Centers der Universität Innsbruck. Die Digitalisierung ist mit Macht dabei, unsere Welt zu verändern. Wir alle erleben das täglich in den Medien und im Alltag. 2017 ging durch die Presse, dass der beste Go-Spieler der Welt nun ein Machine Learning getriebenes Computerprogramm ist. Wir alle erleben die Digitalisierung in Empfehlungssystemen wie die von YouTube und Facebook. Online-Dienstleister servieren ihren Nutzern Inhalte, um sie möglichst lange auf ihren Seiten zu halten und ihre Werbeeinnahmen zu maximieren. Das Ergebnis ist oft interessant, aber es fordert auch die einseitige Informationsaufnahme und krasse Inhalte. Sehr angenehm ist die automatische Gesichtsdetektion, die heute jedes Smartphone und jeder Fotoapparat zur Verfügung stellt. Die Vieltexter unter uns wissen auch die automatische Rechtschreibkorrektur zu schätzen. Manchmal muss man sich regelrecht zwingen, das zu schreiben, was man wirklich schreiben möchte und nicht einfach den Vorschlägen zu folgen. Diese tiefgreifende Transformation von Prozessen durch digitale Hilfsmittel, Methoden und Medien bezeichnen wir als Digitalisierung. Genauso wie unseren Alltag durchzieht die Digitalisierung auch die Wissenschaft. Ganze Wissenschaftszweige entwickeln neue Fragestellungen und Herangehensweisen, die durch wachsende Kapazitäten zur Verarbeitung großer Datenmengen ermöglicht werden, aber auch durch Fortschritte in Analysemethoden und künstlicher Intelligenz. Diese Entwicklung erfordert interdisziplinäre Synergien zwischen den mathematischen Wissenschaften und praktisch allen anderen wissenschaftlichen Fachdisziplinen. Um die Digitalisierung der Forschung zu bündeln und voranzutreiben, hat die Universität Innsbruck 2019 das Digital Science Center gegründet, kurz DISC. Hier arbeiten Wissenschaftler unterschiedlichster Fachdisziplinen, die gleichzeitig Experten in digitalen Methoden sind. Dadurch unterstützen sie die Digitalisierung in ihrem Fachgebiet und entwickeln gemeinsam am DISC neue interdisziplinäre Forschungsagenden. Ein wichtiger Auftrag des DISC ist die Lehre von Kompetenzen in digitalen Methoden für verschiedene Fachdisziplinen. Gegenwärtig bieten wir das Wahlpaket Digital Science an, das Studierenden praktisch aller Fachrichtungen sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Ebene offen steht. Um Ihnen einen kleinen Einblick in die Forschungsaktivitäten am DISC zu vermitteln, möchte ich Ihnen nun ein paar Beispiele vorstellen. Ein Dauerbrenner ist die Ungenauigkeit von Wettervorhersagen. Dies ist besonders in Gegenden mit komplexer Topographie ein Problem, wie in Tirol. Ein Problem ist die räumliche Auflösung der Wettermodelle, die durch die benötigte Rechenleistung begrenzt ist. Reto Stauffer, Atmosphärenwissenschaftler und Statistiker am DISC, arbeitet an Methoden, grob aufgelöste Vorhersagen lokal zu verfeinern. Hierzu erfasst er systematische Abweichungen gemessener Wetterdaten von ihren Vorhersagen sowie deren Korrelationen mit der lokalen Topographie, um genaue Vorhersagen auch dort zu ermöglichen, wo keine Messstationen vorhanden sind. Wie angenehm ist Ihr Innenraumklima gerade? Stimmt die Temperatur? Ist es zu feucht oder zu trocken? Befinden sich Schadstoffe in der Luft, virusbeladene Aerosole oder zu viel Kohlendioxid? Lüften Sie einfach mehr. Aber dann müssen Sie mehr heizen oder im Sommer kühlen und das kostet Energie und kann ebenfalls wieder die Raumluftqualität beeinträchtigen. Gabriel Rojas Kopeinig ist Physiker und Bauingenieur und erstellt mittels Echtzeit-Sensordaten und digitalen Geländemodellen computergestützte Simulationen, um die Raumluftqualität, den Energiebedarf und ihr Wohlbefinden zu optimieren. Wie leben Populationen von Mikroben gemeinschaftlich zusammen? Mikrobiologe Miguel Rodriguez untersucht diese Frage hier am Beispiel einer Mikrobenfamilie und ihrer Verwandten. Den Verwandtschaftsgrad ermittelt er über die Ähnlichkeit ihrer Metagenome, die direkt aus ihrem natürlichen Umfeld gewonnen werden, im Gegensatz zu den Klonkulturen in traditionellen Genetiklaboren. Hier verfolgt Herr Rodriguez die Mikroben und ihre Verwandten von einem See im Norden des US-Bundesstaats Georgia entlang des Chattahoochee River bis zum Golf von Mexiko. Hierbei stellt er unter anderem fest, dass flussabwärts die Kernfamilie stärker abnimmt als einige Verwandte, bis am Ende des Flusses niemand übrig bleibt, was ihre verschiedenen Anpassungsgrade an die jeweiligen Umweltbedingungen widerspiegelt. In den Metagenomen überwiegen diskrete, stabile Familien. Zwischenformen sind selten und kurzlebig. Um solche Erkenntnisse zu gewinnen, entwickelt Herr Rodriguez seine eigene Bioinformatik-Software und stellt sie der Forschergemeinschaft zur Verfügung.
Auch in den Geisteswissenschaften ist das DISC unterwegs. Der Mediziner und Philosoph Joseph Wang Catrein beschäftigt sich mit Wittgenstein und setzt digitale Methoden ein, um philosophischen Erkenntnisgewinn zu unterstützen. Zum Beispiel entwickelt er Software, um handschriftliche Originalquellen automatisierte Analyse zugänglich zu machen. Am DISC beschäftigen wir uns nicht nur mit der Entwicklung und Anwendung digitaler Technologien, sondern auch mit deren Folgen in der Gesellschaft. Clara Rauchegger ist Rechtswissenschaftlerin und untersucht die Chancen und Risiken digitaler Technologien aus juristischer Sicht. Alexander Kupfer befasst sich als Wirtschaftswissenschaftler mit der digitalen Wirtschaft und digitalen Märkten. Er interessiert sich insbesondere für die Auswirkungen von Information und deren Asymmetrien, zum Beispiel im Zusammenhang mit Nutzerbewertungen. Dies war ein kurzer Überblick über einige der Aktivitäten am DISC. Mehr Informationen zu Auftrag, Team, Forschung, Lehre und Veranstaltungen des Digital Science Centers finden Sie auf unserer Homepage ubkac.at/disc.